Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich wurde gefragt, ob ich meine Materialien zeigen kann, die ich zum Malen benutze. Deswegen werde ich das heute machen. Das ist übrigens keine Werbung, sondern einfach nur das, was ich benutze. Und ich werde dann auch alles unten in der Beschreibung verlinken, damit ihr alles genau wiederfinden könnt. Ich hoffe auf jeden Fall, dass euch das Video gefällt und dass ihr vielleicht neue Sachen entdeckt oder neue Sachen ausprobieren wollt. Ich wünsche euch auf jeden Fall ganz viel Spaß. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, aber ich fange mal einfach mit Öl an. Was ich am liebsten habe, als worauf ich gerne male, ist staubig. Ja, die steht hier schon lange rum. Auf Holz male ich gerne. Ich habe auch viele so kleine Holzblöcke mal bemalt. Oder halt solche Gessoboards. Die mag ich wirklich sehr gerne, gerade für Öl. Ist einfach wunderschön glatt, kann ich wirklich nur empfehlen. Aber sonst, bei dem großen Bild zum Beispiel, habe ich die Leinwand selber drauf gemacht. Das mache ich selten, weil ich jetzt diese Malplatten gefunden habe und vielleicht für große Bilder auf jeden Fall. Dafür habe ich auch keine extra Keilrahmen oder so bestellt, sondern ich habe früher so Leinwände gekauft und die Motive haben mir einfach nicht mehr gefallen und dann habe ich die einfach abgespannt und ich kann die dann selber bespannen. Ich habe mir da mal vor 1-2 Jahren so eine kleine Rolle bestellt mit so Leinstoff. Dazu habe ich dann auch extra so einen Tacker. Genau. Und was ich dann auch noch sehr gerne benutze, sind so dünne Platten. Die gehen auch immer. Und wenn ich dann die Malplatte habe und das Motiv übertragen möchte, benutze ich eigentlich immer so eine Farbe, Indisch Rot von Faber-Castell. Ich mag das irgendwie am liebsten. Ich habe hier noch einen kleinen, das ist extra so ein für kleine Stifte als Verlängerung. Das ist echt mega praktisch. Und wenn ich dann die Skizze übertragen habe, fixiere ich das Ganze. Ich hatte noch so ein altes von meiner Mama und dann habe ich irgendeins gekauft und das ist ganz gut. Und wenn ich mit Öl male, male ich immer noch ein Underpainting. Ich habe davor immer mit Öl das Underpainting gemacht, aber das braucht dann ja auch erstmal, um zu trocknen. Deswegen habe ich mir jetzt Acrylfarbe extra in der Farbe bestellt. Die liebe ich wirklich sehr. Die ist wirklich gut. Sienna gebrannt. Die benutze ich immer für meine Underpaintings. Und jetzt zu den Ölfarben. Ich habe mich noch nicht so sehr ausprobiert. Ich habe einfach immer die Ölfarbe von Schminke benutzt. Aber vor kurzem habe ich mir auch von Lukas Studio eins bestellt, weil ich so ein schönes Rot haben wollte und mal andere Farben ausprobieren wollte. Ich benutze eigentlich immer nur die Schminke-Ölfarben. Ich wollte mal andere ausprobieren, aber es ist manchmal, Ölfarben sind halt teuer und ich habe noch welche. Ich habe sehr, sehr viele. Ich habe nämlich meine Staffelei und so einen Schiebewagen bei eBay Kleinanzeigen gekauft und da drin waren so viele Ölfarben und die werde ich jetzt auch so gut es geht benutzen. Muss ich mal schauen, ob die auch dann wirklich gut sind. Aber ja, und ich schreibe mal hier hin, welche Farben ich immer benutze. Es sind, glaube ich, einfach nur 5 oder 6 Farben und ich benutze auch kein Schwarz. Das mische ich mir dann immer selber an, damit das nicht so grau wird und so blass. Und ich habe dann auch immer so eine Platte. Das ist einfach von einem alten Bilderrahmen, die Glasplatte. Darunter habe ich einfach so Pappe geklebt und da mische ich immer meine Farben drauf. Ich habe noch so einen Schaber, um die Farbe von der Glasplatte abzubekommen. Das ist wirklich sehr praktisch. Pinsel benutze ich. Ich habe vor kurzem welche zugeschickt bekommen von Kum und die sind wirklich sehr, sehr gut. Bin ich wirklich sehr zufrieden mit. Dann habe ich mir letztens auch einen schön dünnen gekauft bei Bösner, die Eigenmarke. Dann habe ich zu Weihnachten vor 2-3 Jahren Pinsel geschenkt bekommen. Ich glaube, es war so ein Set und relativ günstig, aber die tun es auch. Und dann habe ich vor 2 Jahren auch nochmal welche zugeschickt bekommen von Artify. Die finde ich für den Preis wirklich sehr gut und vielleicht zum Einstieg. Das ist so ein ganzes Set mit sehr vielen Pinseln. Und zum Verblenden, irgendwie habe ich nur noch einen von denen, habe ich so einen Beauty Blender benutzt. Der geht schon ein bisschen auseinander. Ist wahrscheinlich auch nicht optimal, aber das ist zum Verblenden echt cool. Da muss ich auf jeden Fall nochmal einen kaufen. Und was ich für die Ölfarben auch noch benutze, ist Leinsamenöl. Ich benutze das auch, um so
transparente Schichten auf meine Bilder zu machen. Das habe ich, glaube ich, auch letzte Woche gemacht. Hier an den Ecken. Hier ist einfach so eine Schicht und da habe ich mit einer Farbe ein bisschen das angemischt und dazu noch Leinsamenöl. Das benutze ich einfach sehr gerne zum Mischen und das irgendwie noch, damit die Farben nochmal geschmeidiger sind. Und wenn ich meine Pinsel reinige, benutze ich von Sennelier Green for Oil. Finde ich sehr gut, weil es stinkt nicht und ist nicht toxisch, deswegen das benutze ich immer sehr gerne. Und für so eine Tiefenreinigung benutze ich so eine Kernseife. Die habe ich auch in einem Kunstladen gekauft. Und ich packe immer diesen Pinselreiniger in solche Gefäße und unten sammelt sich dann die Farbe und ich wechsle immer zwischen 2 alten Gläsern. Deswegen hält sich sowas eigentlich immer sehr lange. Und wenn das Bild dann fertig ist und getrocknet ist, lackiere ich das dann oft mit Picture Varnish von Gemva. Das mag ich wirklich sehr gerne. Das hatte ich irgendwie online nur in einem Online-Shop gefunden und der Versand hat ein bisschen viel gekostet, aber es hat sich gelohnt. Das war alles zum Thema Öl. Ich male ja auch manchmal mit Aquarell und Gouache. Aquarell benutze ich die von Schminke. Die habe ich schon sehr, sehr lange. Die habe ich mal zum Geburtstag geschenkt bekommen. Ich weiß ehrlich gesagt nicht wann. Sind auf jeden Fall sehr gute Farben. Und Gouache benutze ich die von Arts. Ich weiß nicht, wie man Arts, I don't know, wie man es ausspricht, aber die finde ich auch solide. Ich weiß nicht, ich habe nicht viele verschiedene Gouache-Farben ausprobiert, aber ich finde die sehr gut. Und wenn ich so mit Gouache und Aquarell male, benutze ich gerne diese Pinsel hier. Die sind von Da Vinci Colineo. Die hat mein Freund mir vorletztes Jahr zum Geburtstag geschenkt. Und die mag ich wirklich sehr, sehr gerne. Sind, glaube ich, aber ein Tick teurer. Ich hatte dann nochmal einen anderen von Da Vinci, die Green Line. Fand ich auch gut. Ich glaube, den habe ich zu denen hier mitgeschenkt bekommen. Wenn ich skizziere, benutze ich immer sehr verschiedene Skizzenbücher, aber die sind meine liebsten. Ich habe davon auch noch ein größeres. Das ist von Royal Talents. Das sind wirklich so, so gute Skizzenbücher. Vor allem, weil die preislich einfach Bombe sind. Die sind günstig und haben sehr schönes Papier. Es macht wirklich sehr viel Spaß, darin zu zeichnen. Kann ich wirklich sehr empfehlen. Und dieses Skizzenbuch ist von Leuchtturm. Das habe ich aber auch geschenkt bekommen. Und ich meine, dass die schon sehr teuer sind. Aber das Papier ist wirklich wunderschön und ich male ja da drin viel mit so Aquarell. Und dafür ist das Papier wirklich perfekt. Ich glaube, in den hier habe ich auch irgendwie mit Gouache gemalt. Aber da ist das Papier halt etwas dünner und deswegen wälzt sich das dann nochmal ein bisschen extremer. Aber ich glaube, dass das trotzdem gut ging. Und zum Skizzieren benutze ich eigentlich immer gerne einen Druckbleistift. Macht für mich einfach irgendwie am meisten Spaß. Ich benutze auch so gern so einen Radiergummistift für Highlights und so. Und wenn ich mal mit Fineliner arbeite, dann die von Faber-Castell. Radiergummi ist eigentlich, ich habe den schon seit Jahren, ich weiß nicht, woher der ist. Knetradiergummis mag ich auch immer sehr gerne. Ich weiß leider nicht, von welcher Marke der hier ist. Und Anspitzer ist auch von Kum. Ich will nicht mehr ohne. Das ist so ein guter Anspitzer. Ich zeig mal. Den habe ich mit einem normalen Anspitzer angespitzt und den hier mit dem anderen. Und der macht so eine schöne, lange und spitze Form. Liebe ich sehr. Ich hoffe, ich habe jetzt alles gezeigt. Ich hoffe, dass es irgendwie ein wenig interessant war und hat euch vielleicht etwas weitergeholfen. Falls ihr doch noch irgendwelche Fragen habt dazu oder andere Fragen, könnt ihr sie mir natürlich sehr gerne stellen. Aber das war es jetzt erstmal. Ich habe jetzt genug gequatscht. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und war vielleicht etwas hilfreich. Wie gesagt, ihr findet die ganzen Materialien, die ich benutze, in der Beschreibung. Dankeschön fürs Zuschauen und wir sehen uns nächste Woche wieder. Tschüss!